Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder zurückschaltet, denn jetzt sind wir zum ganz besonderen Teil dieser DIY-Serie gelangt und zwar diesmal zeige ich euch das Wash and Go mit all diesen wundervollen Produkten, die ich euch in den vergangenen 3 Teilen dieser Serie gezeigt habe. Der Leave-In Conditioner, der Curl Definer und das tolle Chia Sammengel. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich besser ist als mit industriellen Produkten, deswegen schaut zu und ich bin gespannt, was das Ergebnis sein wird. Natürlich müssen die Haare erstmal nass sein. Ich habe eine Intensivreinigung mit Lavaerde durchgeführt, damit man dann den Effekt umso besser sieht. Beginnen wir mal mit dem Leave-In Conditioner. Der Leave-In Conditioner, der ist ziemlich flüssig, wie ihr hier in der Konsistenz sehen könnt. Den habe ich hier aus frischen Aloe Vera Blättern gemacht. Und vom Auftragen her ist er eigentlich ganz gut, also man bleibt nicht in den Haaren hängen. Es hat wirklich eine sehr gute feuchtigkeitsspendende Wirkung. Und so kann man auch perfekt mit den Fingern durch die Haare fahren. Wie bei jedem Wash and Go ist es essentiell, dass die Haare auch wirklich schön nass sind. Deswegen, wenn ihr vielleicht beim Finger durchkämmen der Haare mit den Fingern in den Haaren hängen bleibt, dann einfach mit reichlich Wasser nachsprühen. Und das Ganze mache ich auch mit der anderen Kopfhälfte. Auch den Hinterkopf sollte man nie vergessen. Deswegen auch mit einer reichlich großen Menge die Haare am Hinterkopf mit dem Leave-In Conditioner bearbeiten. Und nun kommt der wundervolle und fluffige Curl Definer, den ich ja durch das Aufschlagen so schön fluffig bekommen habe. Davon so circa eine Fingerkuppe voll nehmen, bitte nicht zu viel, wenn es zu wenig ist, könnt ihr noch immer mehr verwenden. Und dann einfach zwischen den Handflächen reiben, sodass die Butter schön flüssig ist. Habe ich ja mit wundervoller Kakaobutter gemacht. Und dann einfach schön auf die Haare auftragen. Da ich von Natur aus sehr trockene Haare habe, nehme ich ein bisschen mehr Curl Definer. Wie ich schon vorher gezeigt habe bei dem Leave-In Conditioner, separiere ich meine Haare in 2 Hälften. Aber es kann jeder natürlich nach seinem eigenen Belieben die Produkte auftragen. Manche teilen gerne die Haare in 4 Bereiche auf, ich mache das lieber in 2. Und genau das Ganze mache ich eben auch mit der zweiten Kopfhälfte. Und nun kommen wir zum letzten Produkt, das ist das wundervolle Chia Samengel, welches sich von der Konsistenz gut gehalten hat. Ihr könnt ja sehen, dass sie ziemlich gelbildend geworden ist durch das gute Xanthan, das ich ja hinzugefügt habe. Und genauso wie hier verfahre ich wie bisher. Ich trage das Gel auf meine Handflächen auf und dann anschließend auf meine Haare. Zuerst auf der einen Kopfhälfte und dann auf der anderen Kopfhälfte. Bevor es mit den Haaren zum Trocknen geht, knete ich sie noch einmal richtig schön durch, damit die Locken dann am Ende dann schön definiert sind, wenn sie trocken sind. Durch das Kneten werden meine Locken viel definierter und jetzt kann ich sie schon langsam trocknen lassen. Tada! So sieht das Ergebnis aus. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin wirklich positiv begeistert. Das hätte ich mir echt überhaupt gar nicht gedacht. Die Locken sind super definiert und besonders scheinen sie so schön. Es ist wirklich so, als hätte man fast einen Spiegel vor sich. Sie glänzen wundervoll und sie lassen sich auch sehr schön anfassen. Vielleicht kennt ihr das ja von industriellen Produkten, dass wenn man manchmal aus Versehen zu viel verwendet oder wenn man eine sehr schwere Creme verwendet, dann fühlen sich die Haare dann total klebrig an oder auch teilweise dann die Gesichtshälfte oder auch die Kopfhaut. Dieses Gefühl von so vielen Schichten an Produkten aufeinander habe ich überhaupt gar nicht. Vor allem auch wenn ich die Haare angreife, sie fühlen sich einfach so, wirklich so weich wie ein Pudel an.
Also, ich muss sagen, ich bin einfach baff. Ich bin wirklich begeistert. Es ist so schön geworden. Ihr könnt es ja auch sehen, dass an allen Seiten die Haare wirklich wundervoll glänzen. Mir fällt ehrlich gesagt nur ein einziger Nachteil auf an dem Wash and Go mit DIY-Produkten. Und zwar der Aloe Vera Leave-In Conditioner ist sehr flüssig von der Konsistenz, deswegen kann man sehr leicht etwas auf der Handfläche verschütten. Aber dagegen kann man gut Abhilfe verschaffen, indem man einfach Xanthan verwendet. Das habe ich auch bei dem Chiasamen-Gel verwendet, damit eben so eine gelige Konsistenz entsteht. Und das kann man in dem Aloe Vera Gel auch genauso machen. Ihr seht, wie ich mit meinen Locken herumspiele, denn ich bin einfach begeistert, wie gut sie sich anfühlen und vor allem, wie schön sie auch aussehen. Also für mich definitiv ein Top. So, meine Lieben, das war's auch an der Stelle mit meiner DIY-Serie. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut helfen. Ich hoffe, ihr habt die Motivation dadurch gefunden, auch selber eure eigenen Produkte zu kreieren und damit ein Wash and Go zu machen. Fühlt ihr euch jetzt dazu motiviert? Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Auch wenn ihr solche Wash and Goes schon mal gemacht habt, lasst es mich bitte auch wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch Bilder mir zukommen lassen würdet. Diese könnt ihr mir bei Instagram zukommen lassen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal auf euch. Bis dahin, bleibt sicher und pflegt brav eure Haare. Tschüss!